Ein Waldspaziergang ist entspannend, keine Frage. Auch der Atem beruhigt sich. Das geschieht wie von selbst. Dabei ist die Atmung die einzige Organfunktion, die wir durch unseren Willen bewusst steuern können. Oft machen wir uns das gar nicht klar, dass wir atmen. Wenn wir ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf lenken und uns einen bestimmten Rhythmus angewöhnen, dann können wir über diese Senkung der Atemfrequenz viel erreichen, direkt in unserem Körperinneren. Wir können zum Beispiel den Blutdruck beeinflussen, den Herzschlag beeinflussen, aber auch unsere Ängste oder das Konzentrationsvermögen. Seit fast 30 Jahren erforscht Thomas Löw diese Zusammenhänge. Durch seine Arbeit an der Uniklinik Regensburg weiß er, richtiges Atmen müssen viele erst wieder lernen. Ein erster Schritt dahin, bewusst atmen, wie beim Bienensummen, einer von vielen Übungen im Yoga. Das Bhramari, das Bienensummen, eine Technik, die eher beruhigend wirkt und auch in der Yogatherapie eingesetzt wird, ja, bei Schlafstörungen, bei hohem Blutdruck, bei verschiedenen anderen Leiden. Dabei spielt das entschleunigte Atmen eine wichtige Rolle, aber auch die Töne, die man dabei von sich gibt. Früher war das in unserem Kulturraum integriert. Da hat man dann miteinander gebetet oder hat ein Lied gesungen und da ist ja das entschleunigte Atmen automatisch schon mit eingebaut, bei jedem ruhigeren Lied. Drum finden wir ja auch Musik entspannend. Drum summen wir selber gern mit. Und bei dem Summen habe ich ja sogar den Nebeneffekt, dass ich die Abwehrstoffe, die ich selber produzieren kann, zum Beispiel in der Nasenschleimhaut, aktivieren kann und damit mich auch vor Infektionen leichter schützen kann. Die Vibration regt die Durchblutung der Nasenschleimhaut an. Das erhöht die Aktivität der Zellen und es bilden sich mehr Antikörper. Im Alltag atmen die meisten von uns aber falsch, das heißt zu flach. Wir ziehen die Schultern hoch und den Bauch ein. So hat die Lunge kaum Platz, sich auszudehnen. Die Folge: der Gasaustausch ist erschwert und wir nutzen nur 2/3 des Lungenvolumens für eine ausreichende Aufnahme von Sauerstoff ins Blut. Das kann zu chronischen Muskelverspannungen im Brustkorb führen und, besonders belastend, einer vermehrten Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Hier in Regensburg werden PatientInnen behandelt, die falsch atmen und unter Dauerstresssymptomen leiden, wie Robert Schlögel. Ich habe keine Arbeit mehr gehabt, habe mich bemüht, praktisch Bewerbungen geschrieben, teilweise nicht einmal eine Antwort und das belastet mich sehr. Die Biofeedback-Untersuchung zeigt Atemfrequenz, Puls, Muskelspannung und Herzrate. Unser Herz schlägt beim Einatmen schneller, beim Ausatmen wieder langsamer. Gesunde Menschen atmen 10 bis 20 Mal pro Minute ein und aus. Bei Stress atmet man schneller und die Ausatmungsphase ist kürzer. Heute bei vielen ein Dauerzustand. Früher sind die Menschen ja viel mehr gelaufen. Und sobald ich in eine körperliche Belastung reinkomme, verändert sich auch der Atemrhythmus und passt sich an den Bedarf besser an. Und durch dieses viele Sitzen in diesen Zeiten wird es nicht besser. Atmen kann ja jeder. Was wir verändern, ist, dass wir halt 4 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen. Also insgesamt ungefähr halb so oft, wie man das normal tut. Robert Schlögel übt diese 4:6 Atmung nun schon seit einigen Wochen mehrmals täglich für 10 Minuten. Die verlängerte Ausatmung ähnelt der im Schlaf und sendet seinem Körper ein Entspannungssignal. Und tatsächlich, Blutdruck und Herzfrequenz sind dadurch gesunken. Die Atmung ist also ein mächtiges Werkzeug. Auch im Yoga steht bei vielen Atemtechniken die Ausatmung im Mittelpunkt. Mal sanft, mal wie hier kraftvoll. So haben wir einfach den Effekt einerseits, dass wir einfach den Gasaustausch tatsächlich forcieren. Auf der anderen Seite bringen wir die Energie zum Fließen.
Das entspannt nicht nur, sondern fördert auch die Konzentration. Der Bewusstseinsforscher Professor Thilo Hinterberger untersucht eine bestimmte Technik der Tiefenatmung. Er sagt, Atmen wirkt auch auf unser Bewusstsein. Eine Gehirnfunktion ist etwas, wo wir von außen drauf schauen, und Bewusstsein ist das innere Erleben. Dieses innere Erleben möchte er sichtbar machen. Thilo Hinterberger misst mit dem EEG die Hirnwellen. Wie hängen Hirnwellen und Bewusstseinszustände zusammen? Die Forschung dazu steht noch ganz am Anfang. Der Forscher leitet die Probandin an, schnell und tief zu atmen, und zwar 1 Stunde lang. Die treibende Musik gibt den Atemrhythmus vor. Bei dieser Atemtechnik wird mehr Kohlendioxid abgeatmet. Dadurch verändert sich der Stoffwechsel im Körper und auch die Gehirnfunktion. So wird das Großhirn etwas heruntergedimmt, während das limbische System, das für das emotionale Erleben wichtig ist, mehr in den Vordergrund tritt. Die Folge? Das Gefühlserleben intensiviert sich und es werden tiefere Schichten des Bewusstseins erlebbar. Dieses Erleben könnte psychotherapeutisch zum Überwinden von Blockaden und festgefahrenen Mustern genutzt werden. Und was dann eben passiert, eben auch durch diese hormonellen Wirkungen, durch diese Glücksgefühle, die dann damit verbunden sind, dass sich auch völlig neue Sichtweisen auf die eigene Welt, auf das eigene Leben eigentlich ergeben können. Und das kann eben diesen heilsamen, sage ich mal, Switch dann machen. Hier sind die verschiedenen Frequenzbänder des EEGs aufgezeigt, und in vielen Bändern sieht man hier im Bereich des Rot-Violetten bereits eine sehr starke Aktivierung. Gerade in dieser Aktivierung werden ja Endorphine letztendlich auch ausgeschüttet, die dann aber in diesen Entspannungsphasen auch hinterher, in der Ruhephase, dann umgewandelt werden eben in Hormone wie das endogene Morphium. Und das führt dann hinterher eben zu diesen Glücksgefühlen. Und genau so hat es auch die Probandin erlebt. Irgendwie so ein Gefühl von Verbundenheit, Liebe, würde ich auch sagen. Es hat irgendwie so eine, ja, in manchen Momenten habe ich mich so erfüllt gefühlt von diesem Zustand. Da hatte ich jetzt gar kein Zeitempfinden währenddessen. Und das Ganze war auch so ein Flow-Zustand. Das Tiefenatmen sollte aber nur unter Anleitung gemacht werden. Was jeder selbst für sich tun kann, bewusster atmen. Das bedeutet meist tiefer und langsamer. Wir können de facto den schlimmsten Gegner des Lebens, also den Stress, wunderbar damit in Schach halten, wenn wir uns das frühzeitig angewöhnen. Und wenn ich schon nicht die Zeit habe, sozusagen auszuschlafen oder das in dem Tagesablauf so zu machen, wie ich es brauche, dann kann ich das kompensieren durch die vielen kleinen Pausen, die ich in der Atmung setzen kann. Der Atem. Er versorgt uns nicht nur mit lebensnotwendigem Sauerstoff. Gezielt eingesetzt kann er ganz entscheidend beitragen zur Gesundheit von Körper, Geist und Seele.